Hallo meine lieben Zuschauer, meine lieben Abonnenten, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es bei mir ganz tolle Schokokekse und zwar 3 Kekssorten aus einem Teig. In der Infobox unter dem Video findet ihr Timecodes, so könnt ihr gleich die Kekssorte anklicken, die euch interessiert. Und wir starten einfach mal, das sind die Zutaten, die ihr für diesen Teig benötigt. 150 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Rohrzucker und eine Prise Salz cremig schlagen. Ein Eigelb hinzufügen und weiterschlagen. 75 Gramm Zartbitterschokolade lauwarm schmelzen und hinzufügen. ...250 Gramm Mehl und 2 Esslöffel Kakao mischen und in die Schüssel sieben. Dann alles zu einem Teig verarbeiten und mindestens eine halbe Stunde kalt stellen. Als erstes zeige ich euch meine Walnusskekse und für diese Kekse benötigt ihr noch etwas Vollmilchschokolade und ein paar Walnusshälften. Die Menge hängt natürlich davon ab, wie viele Kekse ihr backen wollt. Pro Keks werden ein Teelöffel Schokolade und eine Walnusshälfte benötigt. Den Teig zwischen 2 Lagen Backpapier ca. 5 mm dick ausrollen, mit einem runden Plätzchenausstecher, am besten mit Wellenrand, Kekse ausstechen, auf ein Backblech legen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft ca. 10 Minuten backen. Meine Ausstechform hat einen Durchmesser von 5,5 cm. Diese Kekse sind direkt nach dem Backen etwas weich, härten aber nach dem Abkühlen auf normale Festigkeit aus. Die Kekse vollständig auskühlen lassen, dann etwas Vollmilchschokolade schmelzen, jeden Keks dann mit einem Teelöffel Schokolade garnieren und eine Walnusshälfte darauf setzen. Die Nusshälften könnte man vorab im Backofen auch rösten, ich habe das nicht gemacht. Der Keks ist jetzt eigentlich schon fertig, ich habe noch kleine Lebkuchenmänner und etwas Goldstaub verwendet. Für diese Kringel benötigt ihr weiße Schokolade, gehackte Pistazien und getrocknete Preiselbeeren. Die Preiselbeeren habe ich klein geschnitten. Den Teig zwischen 2 Lagen Backpapier ca. 5 mm dick ausrollen, mit einer runden Ausstechform Kekse ausstechen, aufs Backblech legen und dann jeweils aus der Mitte der Kreise nochmal einen Kreis ausstechen, so dass Kringel entstehen. Die Kringel dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft ca. 9 bis 10 Minuten backen und dann auf dem Backblech vollständig auskühlen lassen. Etwas weiße Schokolade schmelzen, die Kringel dann zur Hälfte in flüssige Schokolade tunken, mit gehackten Pistazien und Preiselbeeren bestreuen und trocknen lassen. Meine große Ausstechform hat einen Durchmesser von 5,5 cm, die kleine 2,5 cm. Für diese Kekse benötigt ihr etwas Marmelade und Puderzucker. Den Teig zwischen 2 Lagen Backpapier ca. 5 mm dick ausrollen, mit einem runden Plätzchenausstecher, am besten mit Wellenrand, Kekse ausstechen, auf ein Backblech legen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft ca. 10 Minuten backen.
Den Teig erneut ausrollen und nochmals genauso viele Kekse ausstechen, dann mit einer kleineren Ausstechform in der Mitte jeweils ein Loch ausstechen und die Kekse dann 9 Minuten backen. Die Kekse vollständig auskühlen lassen und dann die Kekse mit dem Loch in der Mitte mit Puderzucker bestäuben. Etwas Marmelade erwärmen, die Kekse ohne Loch mit Marmelade bestreichen und die Kringel dann darauf legen. Nun das Loch in der Mitte der Kekse mit Marmelade füllen und fest werden lassen. Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Gleich zeige ich euch nochmal alle Kekse auf einem Teller. Ich bin gespannt, ob ihr sie nachbacken wollt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann!